Endlich mal wieder auf dem Mountainbike in den Dolomiten unterwegs und im heutigen Video darf ich euch mitnehmen in den größten Bikepark Südtirols. Wir verschaffen uns einen Überblick, zeigen euch die besten Trails und stellen am Ende die Frage, für wen sich dieser Bikepark hier am Kronplatz lohnt. Wie das Ganze für mich seit langer Zeit mal wieder auf dem Mountainbike so klappt, das seht ihr auch in diesem Video. Nichts wie auf! Grüßt euch zusammen! Also starten wir den Tag nach der ersten Bergbahnfahrt hier hinauf auf den Kronplatz, 2275 Meter und ein unglaublicher Aussichtsberg. Einige von euch kennen ihn sicherlich schon aus dem Winter. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt, das ist hier oben die Concordia, die markante Glocke, die wir auch hier gerade sehen. Und ja, für mich endlich mal wieder in den Dolomiten unterwegs. Immer ein Traum, hier im UNESCO-Welterbe zu sein, die Ausblicke zu haben. Und die werden wir in diesem Video genauso in diese Richtung, also in Richtung Dolomiten, als auch in Richtung Alpenhauptkamm haben. Um uns mal einen Überblick zum Bikepark zu verschaffen, blende ich euch gerade die Karte ein. Dabei seht ihr über 18 verschiedene Trails, über 40 Kilometer, die ihr mit dem Mountainbike berg runterfahren könnt und zig Höhenmeter, die ihr sammeln könnt. Mal schauen, wie das heute genau klappt. Die Schwierigkeiten sind angegeben wie in vielen Bikeparks mit Blau, Rot und Schwarz. Wir tasten uns dann am Ende dieses Videos auch an den Herrensteig-Trail, der längste Trail mit 8,4 Kilometern und auch am Ende mit einigen schwarzen Passagen heran. Wie das Ganze klappt, das werden wir später sehen. Auf jeden Fall hat der Bikepark geöffnet von Mai bis November und es gibt noch einige andere Informationen, die wir euch im Video immer wieder einbauen werden. Jetzt also erstmal hinauf auf den ersten Trail und dann schauen wir, wie es geht. Kommt mit! Jetzt starten wir durch und um euch im Video eine Steigerung der Schwierigkeiten zu zeigen und auch selbst wieder peu à peu in die Mountainbike-Technik zu finden, fahren wir hier zunächst über den blauen Dragon Trail, auf dem wir sogar Kühen begegnen. Perfekt, um sich einzufahren, da der Trail sehr gut in Form gebracht ist. Die Shaper liefern hier super Arbeit, großes Lob. Und dadurch ist der Trail im einfachen Schwierigkeitsbereich einzuordnen. Danach fahren wir den ersten roten Trail hinab zur Olang-Talstation. Das ist der Gassel Trail. Dann folgt der rote Furcia Trail bis zum Furkelpass, der sehr flowig sein soll, aber auch die ersten Wurzelpassagen mit Stepdowns enthält. Zu guter Letzt wagen wir uns dann auf den rot und schwarz gemischten Herrensteig Trail, über den ich schon sehr viel gehört habe. Bereit? Dann gehen wir es an. So, das Ende des Dragon Trails, die blau markierte Abfahrt. Jetzt kommen wir hier zum Gassel Trail, unser erster roter Trail. Und der geht jetzt 6,4 Kilometer in Richtung Olang runter. Ein Wahnsinn, auch der Ausblick, den wir hierbei schon haben. Und was ihr auch seht, bei jedem Trail gibt es ein solches Schild, wie wir es hier sehen, inklusive einer Playlist auf Spotify. Das heißt, ihr könnt euch das Gefühl des Trails, jeder Trail hat ja so seine Feinheiten, seine Art und Weise, wie er den Berg herunterfließt, über die Playlist auch auf die Ohren holen, entweder während der Fahrt oder eher vielleicht auch zu Hause. Dabei verlieren wir gleich 914 Höhenmeter und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Für mich das erste Mal auf dem Trail, also let's check it out. Der Gassel Trail. Flowig geht es hier durch den Wald. Ihr seht schon, in welcher Natur wir hier unterwegs sind. Und dabei sind die Anlieger sehr angenehm gebaut. Ihr könnt gut laufen lassen, habt dabei ein paar Sprünge, die ihr nehmen könnt, aber nicht müsst. Also für diejenigen unter euch, die fortgeschritten im Mountainbiken sind, ein paar Wurzeln, ein paar Steine mitnehmen wollen, aber vor allen Dingen auf Flow kommen wollen, die sind hier gut aufgehoben. Ich merke für mich ganz persönlich, dass ich auch erstmal reinkommen muss. Ich stehe gerade noch sehr, sehr viel auf den Bremsen. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Schön rein in den Anlieger und die Geschwindigkeit dadurch abbauen. Aber das ist alles Gewohnheitssache und wenn man das wenig macht, dann kommt man natürlich auch nicht auf diese Technik. Wie dem auch sei, am Ende des Tages wird es hoffentlich anders aussehen. Das werdet ihr dann gleich auch sehen, wenn wir dann später auf den schwarzen Trail gehen. Abfahrt, runter und wieder hinauf.
Und immer wieder kreuzen wir die Skipisten. Im Winter sind wir hierauf unterwegs, im Sommer dann hier auf den Trails. Beides hat was. Ihr erinnert euch vielleicht, ich bin auch schon mal mit dem Gravelbike um den Kronplatz herumgefahren und dann auch auf den Gipfel hinauf. Das Video verlinke ich euch hier oben rechts oder auch später am Ende hier in diesem Video. So, und jetzt runter zur Talstation und dann schauen wir uns den nächsten Trail an. Wieder oben angekommen am Kronplatz, die Glocke als zentraler Dreh- und Angelpunkt und wir sehen hier nicht nur Biker, sondern wir sehen auch viele Wanderer, die hier oben das Ganze genießen. Wir fahren jetzt raus zum nächsten Trail in Richtung St. Vigil und wir sehen hier drüben das Messner Mountain Museum. Genauso gibt es hier oben noch das Lumen, ein Fotografiemuseum. Es gibt einen Kunstrundweg, also auch für diejenigen unter euch, die kulturell interessiert sind, sehr interessant und die dann vielleicht auch ein bisschen Abwechslung zum Biken suchen. Wenn man hier ein paar Tage am Kronplatz und in den Orten Bruneck und Umgebung ist, kann man eben verschiedene Aktivitäten starten und wir gehen jetzt auf den nächsten Trail. Okay, next up, wir fahren zum Furkelpass runter und zwar über den Furcia Trail. 4,8 Kilometer, dabei 510 Höhenmeter, die wir verlieren. Ich würde sagen, nichts wie auf. Sehr, sehr stark. Bei dem Trail hier kommt vor allen Dingen eines raus und das ist der Dolomitenblick. An richtig guten Tagen könnt ihr bis zur Marmolada rausblicken und hier dieses schroffe Gestein macht schon richtig was her. Da unten sehen wir auch den Ort St. Vigil, da werden wir heute nicht hinfahren. Wer Lust hat und ein bisschen länger da ist, kann auch noch eine Zwischenstrecke mit dem Rad überwinden und da drüben dann auch noch einen Trail fahren. Grundsätzlich kann ich mich gut erinnern, da unten war einer der besondersten Orte, als ich damals den allerersten Alpencross mit dem Basti gemeinsam gemacht habe. Als wir da untergekommen sind und da angekommen sind, war ich so, wo sind wir hier? Und genauso sehe ich es heute auch noch. Es ist einfach landschaftlich echt ein Traum. Und was wir auch gut erkennen, das sind die 3 Tallagen. Gerade eben und heute Morgen sind wir aus Bruneck, eben Pustertal, gestartet. Dann sind wir Richtung Olang gerade eben runtergefahren. Und da unten St. Vigil, das liegt nochmal ganz besonders, denn dort wird sogar Ladinisch gesprochen. Also sogar eine dritte Amtssprache, Deutsch, Italienisch, Ladinisch dort unten. Das sprechen nur ganz wenige Menschen und ich kann davon auch überhaupt gar nichts verstehen. Fahren wir mal runter und dann suchen wir uns was Leckeres zu essen. Yes, und nun wohlverdient Einkehr. Wir sind hier beim P5 Mountain Club, wurde uns empfohlen, recht neu entstandene Hütte. Ihr habt aber hier wirklich auch ein großes Auswahl an Gastronomie. Es gibt, naja, die urigen Hütten, die ihr auch vom Skifahren vielleicht kennt, in die ihr einkehren könnt. Es gibt oben was am Gipfel mit Ausblick. Es gibt hier den tollen Ausblick, also da könnt ihr euch auch gut durchtoben. Das machen wir jetzt auch. Schauen wir mal, was es hier gibt. Gut gestärkt nach dem Essen geht es jetzt weiter auf den Trail. Richtig stark. Jetzt im unteren Bereich rot markiert. Dort waren echt noch mal ein paar richtig starke Stepdowns mit dabei. Wurzeln und hier jetzt wieder starke Anlieger. Wir hatten gerade ein bisschen Glück tatsächlich, denn dieser leichte Regen hat dem Trail echt gut getan. Ihr hört aber auch, leichtes Gewitter ist drin. Hier im Wald okay. Ganz oben am Gipfel fühlt man sich da nicht so wohl. Wir lassen jetzt runterrollen und dann geht es mit der Bergbahn hoch und dann geht es auf den vielversprochenen langen Herrensteig-Trail.
Wieder angekommen, ihr kennt es schon, zentraler Dreh- und Angelpunkt hier oben. Tatsächlich auch aktuell aufgebaut, weil übermorgen findet statt der Kronplatz King, ein richtiger Mountainbike-Marathon. Vielleicht auch was für euch, wenn ihr mal ein richtig starkes Event, eine Challenge sucht. Auf der anderen Seite aber hier auch die Skills Area. Da haben wir uns heute Morgen ein bisschen warm gefahren für diejenigen, die einfach mal so auf dem Mountainbike die Bewegung noch mal trainieren wollen. Ein kleiner Park, wo man anfangen kann, und für uns jetzt eben genau in die Richtung, wo wir auch heute Morgen aus dem Tal gestartet sind. Es geht grob in Richtung Bruneck, in Richtung Alpenhauptkamm, und da ist der halt der Herrensteig-Trail. You want a honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. Jetzt sind wir die ersten Meter auf dem Herrensteig-Trail gerollt, und eines ist mal ganz klar, wir haben gerade ein ganz besonderes Licht. Der Ausblick hier in Richtung Alpenhauptkamm ist gewaltig, gepaart mit dem Via Artis, der für euch auch interessant sein kann, wenn ihr mal um den Kronplatz herum einen Kunstwanderweg gehen wollt, an einem Mountainbike-freien Tag. Alternativ da oben eine Riesenschaukel, die man schaukeln kann. Das Lumen als Museum, was wir hier auch gerade sehen. Also es gibt da echt ordentlich was zu tun. Und den Ausblick hier, den genießen wir jetzt, bevor es dann so richtig auf den Herrensteig-Trail geht. Wir merken schon ein paar Stepdowns, ein paar mehr Steine hier. Das heißt, hier ist jetzt schon wirklich höherer Anspruch gefordert. Im unteren Bereich dann einige schwarze Stücke. Ich bin gespannt. So, jetzt passiert es also, der Herrensteig-Trail, der teilt sich, und zwar einmal in den Telle-Trail, hier rot markiert, und schwarz geht's links weiter. Das heißt, für uns ist das erste Mal richtig auf schwarz unterwegs. Die roten Schritte oder die roten Trails haben mich heute ehrlicherweise schon gefordert. Bin jetzt mal gespannt, was hier geht. Gehen wir es an. So, der Franz Trail, der zeigt uns also mal, wie es läuft. Das sind schon dann andere Passagen. Da lag auch gerade ein Baumstamm quer noch hinterm Trail. Du musst direkt rumreißen. Also schon nochmal wirklich höheres Könnensniveau. Macht aber dann auch richtig Spaß, wenn du durchfährst. Ein bisschen schauen, dass man irgendwie dann auch die Möglichkeit hat, am Rad so positioniert zu sein, etwas umzusetzen oder auch reinzulehnen. Nicht so, als dass ich das perfekt könnte, aber in der Richtung versuche ich, den Trail zu fahren und dann immer so ein bisschen die Spur zu suchen. Weiter geht's. Das war jetzt eine richtig krasse Nummer. Immer wieder blitzt auch hier das Panorama durch. Gerade wechseln wir quasi vom Franz Trail in Richtung Herrensteig oder zum Hans Trail. Auch nochmal ein schwarzes Stück. We made it! Basti, ey. Sehr, sehr starker Tag, hat richtig Bock gemacht. Vor allen Dingen der letzte Trail, oder? Richtiges Stempeln. Richtiges Stempeln. Also man muss schon sagen, so der Herrensteig-Trail, der war über wirklich viele Magazine und Blogs und so weiter hinweg sehr empfohlen. Und da kann ich ganz klar sagen, das stimmt. War einfach super oder ist super zu fahren. Auch mit der Variation von Rot auf Schwarz. Macht richtig Spaß. Und wir kommen jetzt gleich zum Fazit, beantworten die Frage, für wen sich der Bikepark lohnt. Auf geht's! Was für ein gewaltiger Tag. Endlich mal wieder auf dem Mountainbike unterwegs, und das direkt in einem neuen Bikepark, nämlich dem Bikepark Kronplatz. Zumindest für mich neu. Wir haben aber auch heute gesehen, dass einiges hier im Aufbau ist. Es waren wirklich einige Shaper da, die den Park immer noch besser machen. Ihr habt gesehen, einige Anlieger, die waren so schön in Form gebracht. Man konnte super durchrollen. Und Basti und ich haben heute einen guten Tag erlebt. Mit 40 Kilometern auch tatsächlich ein recht großer Bikepark. Wir haben heute mit den 3 Trails, die wir in Summe gefahren sind, über den gesamten Tag 14 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen mehr abgerissen. Das heißt, wenn ihr euch dann den ganzen Tag rumtreibt, dann kommt ihr wirklich auf richtig viele verschiedene Optionen, von Blau über Rot bis hin zu Schwarz.
Wenn ihr mich fragt, für wen sich der Bikepark lohnt, dann ist es vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die sich ein bisschen im Mountainbiken reizen wollen, vom Fortgeschrittenen hin zum Könner, zum Profis, vielleicht sogar zum Downhiller. Da kann man hier richtig gut trainieren. Wir haben wirklich die blauen Linien, die roten, auf denen sich Basti und ich heute erstmal eingefunden haben. Und nachher haben wir dann Reize gesetzt auf den schwarzen mit zum Beispiel dem Hans Trail, der mir sehr gut gefallen hat. Da könnt ihr euch aber noch wirklich gut durchprobieren. Und was hier ganz besonders ist, das ist das Panorama mit den Dolomiten, dem Alpenhauptkamm. Das kann einfach richtig was. Wenn ihr euch jetzt weiter umschauen wollt, dann gibt es hier ein Video vom Kronplatz zum Mountainbiken und hier unten seht ihr das Ganze mal im Winter. Skigebietstest am Kronplatz. Vielen Dank an Basti hinter den Kulissen. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude und jetzt sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Vielen Dank an Eileen für den Schnitt und tschüss.